Diese Frau war ich vor einem halben Jahr. Diese Frau bin ich heute. Durch das heutige Interview werden Sie Zeuge der Erfolgsgeschichte einer 64-jährigen Frau. Sie hat ihr Leben verändert, hat angefangen, jeden Tag zu trainieren und ihre Ernährung umzustellen. Sie hat in 5 Monaten 12 Kilos abgenommen, von Kleidergröße 42 auf 36 gewechselt. Und, das ist das Wichtigste, sie hat ihre Gesundheit wiedergewonnen. Hören Sie selbst. So hat sie es geschafft. Teil 2: Mein Personaltraining, meine Ernährungsumstellung. Du hattest nicht nur nach den angeleiteten Videos von Lars Positivdenker trainiert, sondern hast dir ein wöchentliches Personaltraining von Lars Positivdenker für je 1 bis 1,5 Stunden dazu gemacht. Warum hast du das gemacht? Ich bin kein sporterfahrener Mensch. Also ich habe wirklich, weil man das machen muss, Sport gemacht. Ich hatte Bedenken, dass ich irgendwas falsch mache. Ich habe auch nicht alles verstanden. So, ja, du zeigst irgendeine Bewegung, jetzt mach mal die Hände. Also in deinem Kanal erklärst du, wie man die Hände halten soll. Ich habe das nicht richtig gemacht und dann habe ich dich gefragt und dann hast du es gezeigt. Und ich wollte auch nicht irgendwelche Verletzungen. Ich habe hier immer Rückenschmerzen gehabt. Und ich wollte nicht, dass ich irgendetwas mache, dass es da sich was verstimmen könnte. Und da habe ich dich angesprochen und ob wir das auch eine Weile in Begleitung machen könnten. Und ja, du wolltest das auch mal sehen, wie Frauen nach diesem Konzept trainieren. Und da haben wir dann, ja, da habe ich dann angefangen, mit deiner Unterstützung als mein Personal Trainer diese Übungen zu machen. Und du hast minutiös aufgepasst. Und dann, was ich großartig fand, wenn ich irgendetwas nicht machen konnte, sei es jetzt durch meine Rückenschmerzen oder weil ich einfach nicht stark genug bin, dann hast du mir immer wieder Übungen zwischendurch, du hast kurz nachgedacht. Ich fand das unglaublich. Und dann hast du deine Übung aus deinem Kanal speziell für mich umgewandelt. Und da habe ich wirklich verstanden, warum ein Personal Trainer. Das ist Sinn der Sache. Und zusätzlich, man trägt auch eine Verantwortung. Da ist jemand, der für dich Gedanken macht und ja, dich dann so wohlwollend unterstützt. Und du siehst, das passt, das kann ich so machen. Und es bringt ja auch was. Das ist nicht vielleicht die ursprüngliche Übung, aber tut nicht zur Sache. Also dennoch ist wirksam. Und ich kann wirklich nur empfehlen. Eine Weile Begleitung durch Personal Trainer, das bringt viel mehr. War sehr hilfreich. Ja. Ja. Also damit übrigt sich fast schon die nächste Frage. Was hat es dir gebracht? Ja, eigentlich habe ich Oder hast du noch was zu ergänzen? Es hat es mir gebracht, dass ich viele Muskulatur in meinem Körper, die ich sonst mit bestehenden Übungen gar nicht betätigen konnte, einfach dennoch diese Muskeln auch beanspruchen konnte. Also mit meinem Rückenleiden und so, ich habe viele Sachen früher nicht gekonnt. Aber indem du mir gezeigt hast, dass ich Hohlkreuz vermeide bei Übungen zum Beispiel, dann konnte ich auch die Übungen machen. Es hat mir viel mehr Fitness gebracht. Ich gehe davon aus, dass ich ein paar Muskeln aufgebaut habe. Ein paar? Ja. Viele. Ja.
das ist dann, also letzten Endes, ich merke ja die Veränderung und das wird auch mir von außen auch immer wieder bestätigt. Also es hat viel gebracht. Sehr gut. Ein Ziel von dir war, dein Gewicht nachhaltig zu reduzieren. Es gibt so viele verschiedene Diäten, die an jeder Hausecke angepriesen werden. Du aber hast dich nicht für eine Diät entschieden. Du hast deine Ernährung komplett umgestellt. Wie bist du darauf gekommen und wann hast du damit begonnen? Ja, nachdem ich mit deinem Konzept vertraut war und du mich auch unterstützt hast, ich habe dir gesagt, dass mich das sehr stört und ich habe in der Vergangenheit, ja, im Prinzip nach meiner Schwangerschaft, wo ich dann anfing, Gewichtsprobleme zu bekommen, nach meiner Entbindung, immer wieder, ich bin ja die Expertin in Diät, also diese Crash-Diät angefangen bis, was weiß ich, 0 Kohlenhydrate oder 0 Proteine, nur Gemüse, nur vegan, nur vegetarisch und 1000 Kalorien Diät. Ich glaube, es ist nichts, was ich nicht gemacht habe. Ich war so dumm, ich habe sogar eine Atkins-Diät gemacht, also diese fetthaltige, je fetter, umso besser, man nimmt wahnsinnig ab. Okay. Aber wie lange kann man so leben? Jede Diät ist ein Tortur gewesen. Ich wollte keine Diäten. Und darüber habe ich mich mit dir unterhalten. Ja, und dann stellte sich heraus, dass du auch Ernährungsberater bist. Also das war großartig. Du hast dann, wie gesagt, erstmal Salz weglassen. Ich glaube, das war am schwierigsten für mich. Ich war so total Salzfan. Aber alles zusätzliche Salz weglassen, das ist ja noch ein Unterschied. Ja. Also bei mir war, ich habe, ohne dass ich das Essen überhaupt probiert habe, habe ich gesalzen. Also so war es bei mir. Ich war salzsüchtig, wenn man das sein kann. Und das war für mich schwer. Gänzlich auf Salz zu verzichten, konnte ich nicht, habe ich auch nicht. Aber ich habe ohne Salz gekocht und wenn es mir nicht geschmeckt hat, dann habe ich einen sehr gesunden Salz, den ich dann auch bei Bioläden und so weiter kaufe, und das ist wirklich echtes Salz und nicht dieser pure Chemiesalz, was wir sonst im Leben finden. Dann streue ich wirklich ganz wenig drüber oder nehme ich ein bisschen gute Sojasauce, damit ich dann dieses Gericht, was mir gerade wegen Mangel an Salz nicht schmeckt, dann schmeckt. Aber das war ja noch nicht alles. Nur, nachdem ich Salz weggelassen hatte, also diese zusätzliche Salz, ich habe innerhalb von einer Woche 3 Kilo abgenommen. Also das war wirklich, Salz hält ja Wasser im Körper fest. Und das habe ich schon gemerkt, wie ich dann einfach, als ob ich zusammenschmelze. Das war ganz schnell und das war wirklich nur Salz. Alles andere war ja wie gehabt. Und dann hast du mir aber auch noch erklärt, dass ich unbedingt ausreichend essen muss. Ich darf nicht Hunger haben, weil Hunger führt ja zu Essattacken. Genau. Ja. Und ich hab immer meine Ernährung oder so aus der Kultur, wo ich stamme, ist das Essen ist das wichtig, aber es muss gesund sein. Also viele frische Zutaten, das Kochen mit vielen frischen Kräutern oder Gemüse war mir nichts Neues. Aber dann fing es mit dem Öl an, also bei dir ist ja wirklich ein Tropfen, bei mir nicht. Ich bleibe dennoch ein bisschen mehr als bei dir, aber auch dennoch weniger als vorher, was ich selber hatte. Und ich habe dann Vollkornsachen dann auch für mich dann nochmal neu entdeckt in Kombination. Das heißt jetzt Vollkornreis oder halt alles, was echt ist, nicht verarbeitet. Und auch wichtig waren noch Nüsse. Also Nüsse haben jetzt für mich mehr Bedeutung in meinem Leben. Also, sobald ich Hunger habe, ich habe überall Nüsse dabei, verschiedene Arten.
Dann esse ich ein paar Nüsse und dann geht es mir wieder gut. Früher habe ich dann schon irgendetwas gegessen, wenn ich nicht zu Hause war, wo ich keinen Zugang zu besseren Sachen hatte. Und das war fatal. Also die Ernährungsberatung hat es auch gebracht. Ich habe 5 Monaten 10 Kilo abgenommen. 12 Kilo. 12 Kilo abgenommen. In 5 Ja. Monaten 12 Kilo. Ja. Das ist voll der Hammer. Ja. Ich weiß noch, dass immer Leute mir gesagt haben, also meine Freundinnen und so, Zoila, das schaffst du nicht mehr, dass du abnimmst. Ab bestimmtem Alter geht es nicht mehr. Oder wo ich angefangen habe, so stolz zu sein und zu sagen, ich werde noch ein paar Muskeln bekommen und so. Naja, ab bestimmtem Alter geht das nicht mehr. Alles Märchen, es geht. Du bist der Beweis. Ich bin der Beweis. Das war Teil 2. Freuen Sie sich auf Teil 3. Das habe ich gelernt und erreicht. So hat mein Umfeld reagiert. Das sind meine weiteren Ziele.